Früher in dieser Woche, wir haben angefangen zu reden über die zweite Missionsreise von Paulus. Heute, wir gehen weiter mit diesem gleichen Thema. Wir haben letztes Mal betrachtet das Leben von Silas. Der war der erste Mitglied für Paulus Team für die zweite Missionsreise. Jetzt hat die Reise schon angefangen. Und es steht in Apostelgeschichte 16 und Vers 5, er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Junge namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber ein griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Iconium. Also Paulus und Silas sind nach Derbe und Lystra gekommen. Also das ist zwei Städte in was ist heute der Türkei. Zu der Zeit, das war ein Teil vom dem römischen Reich, in ein Reich, was Kleinasien genannt wurde. Und so Timotheus war ein junger Mann, der zum Glauben gekommen war während der ersten Missionsreise von Paulus. Und jetzt Paulus kommt wieder nach den Stadt, wo er aufgewachsen war. Und Paulus hat ihn gesehen, hat ein Zeugnis von ihm gehört. Und er sagt, ich möchte, dass Timotheus mit mir geht, und also als Mitglied unseres Teams. Timotheus, wir können mehrere Sachen sagen über ihn, manche von dieser Stelle. Durch das Dienst von Paulus zum Glauben gekommen, weil Paulus hat zwei Briefe später an Timotheus gesagt, in 1. Timotheus 1 und Vers 2, er sagt an Timotheus, mein erstes Kind im Glauben. Und in 2. Timotheus, in 2. Brief, in Vers 2, 2. Timotheus 1, 2, er sagt an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und so wir verstehen, dass er war sein Kind im Glauben. Und weil Paulus war der das Evangelium gepredigt hat, damit er zum Glauben gekommen war. 2. Timotheus 1 und Vers 6, wir sehen auch, dass Paulus hat viel zu tun mit dem Beginn von dem Dienst von Timotheus als Missionar oder als Prediger. Da steht, aus diesem Grund erinnere ich dich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen, die durch Auflegung meiner Hände in dir ist. Also so Paulus hat Timotheus ordiniert, kann man sagen, damit er könnte den Dienst als Prediger, als Missionar dann machen. Zweitens, Timotheus war nicht nur ein Nachfolger Jesus Christi, er wurde auch vom gläubigen Eltern erzogen. Also wir wissen nicht wirklich viel über seinen Vater, außer dass er war griechisch. Seine Mutter und seine Großmutter, aber wir wissen, dass die waren gläubig und wir kennen sogar ihren Namen, denn Paulus hat die beiden erwähnt in den zweiten Brief von Timotheus. 2. Timotheus 1,5. Er sagt, dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Lois und deiner Großmutter und deiner Mutter Unica gewohnt hat. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Und so Timotheus in der Zeit zwischen den ersten und zweiten Missionsreise, als er aufgewachsen war, er hat gläubige Eltern, Großeltern, die ihm geholfen hat, die ihm vieles gelehrt hat. Also Timotheus zu Beginn der zweiten Missionsreise war noch ein sehr junger Mann, vielleicht noch ein Jugend. Und Paulus möchte, dass er mit ihm geht, als, man könnte sagen, als Praktikant, also damit er mehr von Paulus lernen kann
und er wurde auch zu ein sehr wichtiger Mitglied des Teams geworden. Es steht auch in Vers 2 von Apostelgeschichte 16, dass Timotheus hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Das war auch sehr wichtig. Es ist eine von den Qualifikationen für einen Dienst als Pastor oder Diakon, ist, dass man hat ein gutes Zeugnis. Und Timotheus hat ein gutes Zeugnis. Also er war Nachfolger Jesus Christi. Er wurde von gläubigen Eltern erzogen und er hat ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Dann kommen wir zum Vers 3. Es steht, diesen wollte Paulus mit sich sehen lassen. Und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren, denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Also in den jüdischen Glauben, so man ist Jude durch die Mutter. Und so Paulus wurde gesehen, oder Timotheus wurde gesehen als Jude, obwohl sein Vater Griechisch war. Aber er wurde nie beschnitten. Und damit das nicht so ein Problem kommen würde, Paulus sagt, okay, wir werden das jetzt machen und dann wird es kein Problem geben. War es nötig, als einen Nicht-Jude beschnitten zu werden, also mit einem griechischen Vater? Nein, die Gruppe in Jerusalem hat schon entschieden, dass es nicht nötig war. Aber da Timotheus Jude war, Paulus meinte, dass es wäre besser für ihn. So er wurde beschnitten. Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, übergab sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefasste Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinde im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. Wir lernen von dieser Stelle hier, dass Timotheus hat eine sehr enge Beziehung mit Paulus gehabt. Während dieser Reise, aber auch davor, als die noch in Derbe und Lystra war, als Timotheus, als er noch jünger war, zum Glauben gekommen war. Paulus sagt dazu in 2. Timotheus 1 und Vers 3, ich danke Gott, dem ich von den Vorfahren her mit reinem Gewissen diene, wenn ich unablässig an dich gedenke in meinem Gebeten Tag und Nacht. Und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deinen Tränen erinnere, damit ich mit Freude erfüllt werde. Also Paulus betet regelmäßig für Timotheus und er vermisst ihn, wenn er nicht dabei war. Und er erinnert nach, als er ihn zuletzt gesehen hat, dass Timotheus hat Tränen in seinen Augen gehabt, weil die haben eine sehr enge Beziehung gehabt, wie ein Vater und seinen Sohn, aber im geistlichen Sinn. Philipper 2, Vers 22. Paulus redet über, wie Timotheus mit ihm gedient hat. Und so wir sehen da auch diese sehr enge Beziehung. Es steht, wie er sich aber bewährt hat, da wisst ihr, dass er nämlich wie ein Kind dem Vater mit mir gedient hat am Evangelium. Und das war besonders, dass Paulus und Timotheus haben so gedient wie ein Vater und Kind. Und also das war eine sehr enge Beziehung und Paulus war sehr stolz auf Timotheus und das, was Timotheus gemacht hat, als er mit Paulus war, aber auch danach, als er selbst angefangen hat mit seinem eigenen Dienst. Und dann, es gibt noch etwas, also wir haben schon gesagt, er war Nachfolger Jesus Christus, er wurde von gläubigen Eltern erzogen, er hat ein gutes Zeugnis von ihm. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 20 bis 21, denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für eure Anliegen sorgen wird, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christus Jesus ist selbst, und denken nur an sich selbst. Aber Timotheus
Er sagt, er war besonders. Er denkt gar nichts über sich selbst, sondern nur das, was Jesus Christus ist. Und so Paulus sagt, er ist von richtiger Gesinnung. Und so Paulus sagt, er müsste Timotheus mit ihm nehmen, als den dritten Mitglied des Teams.